Für uns war ganz, ganz wichtig, das Problem mit den Arbeitszeiten und der Gesundheit, das im Dienstplan einzubringen. Und da gingen wir dann vor ein paar Jahren den Weg mit der individuellen Diensteinteilung. Die individuelle Diensteinteilung ist heute bei uns auf dem Arbeitsmarkt ein Wettbewerbsvorteil. Das kann ich so sagen. Wir bekommen immer wieder auch Anfragen und ich frage dann, warum wollen Sie jetzt? Und wir haben gehört, dass das bei uns, bei Ihnen offenbar funktioniert. Wir wollten, dass die Leute die Dienstarten, die Dienstschichten wählen können und die Ruhetage. Wir haben einige Leute in Befragungen immer wieder gesagt, ach, was ich arbeite, ist mir doch egal. Gib mir einfach Dienste, ich will vor allem die Ruhetage, das ist mir wichtig. Und dann gab es aber wieder auch zum Teil die älteren Leute, die gesagt haben, ich mag einfach nicht mehr in der Nacht arbeiten, ich möchte vor allem pennen. Und die Jungen kamen und sagten, ich kann doch nicht mitten in der Nacht dreimal aufstehen. Das Problem kannte ich schon aus dem Schichtbetrieb in der Maschinenindustrie. Und das wollten wir versuchen, etwas abzufedern. Es war ja noch immer wieder dann auch das Thema mit diesen unbeliebten geteilten Diensten, wo wir heute auch eine Gruppe haben von Sportlern, die sagen, im Winterhalbjahr ist das die einzige Zeit, also Mountainbikers oder Läufer, die sagen, ich kann nur im Mitteldienst und mit dem geteilten Dienst kann ich bei Tageslicht trainieren. Und da gibt es oder Leute, die Pferde haben, die Hunde haben und so weiter. Es gibt zunehmend auch ältere Leute mit dem geteilten Dienst, die in der Nähe wohnen. Also es gibt eine ganze Fülle. Und auch bei der Auslegung des individuellen Dienstplans haben wir dann gesagt, wir geben nicht zum Vornherein hunderte von Vorgaben, sondern wir möchten wirklich, dass die Leute einfach eingeben können. Mitarbeiterzufriedenheit wollten wir so steigern. Und natürlich auch das Thema Gesundheit, weil unsere Dienstpläne rückwärts rotieren, von Spätdienst bis Frühdienst, sagt jeder Mediziner, der macht auf die Dauer krank. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Der Mitarbeiter, ich sage Ihnen das immer so, ein bisschen wie das Rauchen. Wenn Sie heute eine Zigarette rauchen, sind Sie morgen nicht krank, aber wenn Sie das sehr wahrscheinlich ein Leben lang machen, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass Sie krank werden, als wenn Sie nicht rauchen. Und das ist mit diesem Turnus halt auch so. Ich habe viele Leute, die kommen immer wieder mit einem Arztzeugnis, mit irgendeinem Problem, das sie haben und sagen, ich muss jetzt regelmäßig arbeiten. Und das können wir, das kann er dann selber einteilen mit dieser individuellen Diensteinteilung. Und als Unternehmen sage ich ganz offen und ehrlich, wir haben Hunderttausende von Franken eingespart, weil wir eine bessere Ressourcenplanung machen konnten. Weil alle Abweichungen, die man da machen musste aus einem Turnusplan, das musste man entschädigen. Und so konnten wir das verhindern. Bei uns funktioniert das so, unsere Fahrer geben jetzt auch wieder bis zum 10. geben sie ein, was sie im Januar arbeiten möchten. Und vom 10. bis zum 15. nehmen wir uns die Zeit, über ein Optimierungsprogramm eine möglichst optimale Verteilung herzustellen. Und entsprechend bekommen die Leute dann circa der 15. die Dienste, wie sie im Januar arbeiten werden. Wir haben da eine Wunscherfüllung im Moment so bei knapp 80% und das wird akzeptiert. Wir haben damit aus mehreren Umfragen abgeleitet, dass die Leute mit der individuellen Diensteinteilung und die Leute im Turnus bezüglich der Zufriedenheit große Unterschiede haben und die Leute im individuellen Dienst, in der Diensteinteilung sind zufriedener. So geschieht das, man kann das mittlerweile auf dem Betriebshof machen, man kann das von zu Hause aus machen, das ist unterschiedlich. Heute wird, kann ich Ihnen sagen, ca. 90% von zu Hause aus gemacht. Aber auch aus den Ferien in Amerika wird das gemacht, aus irgendwoher. Das ist ganz eine einfache Maske, die wir da haben, die wir mit unserem Anbieter da entsprechend dann auch so eingeführt haben. Und das ist dann so ein Auszug, das habe ich gemerkt, das kann man sehr schlecht lesen, aber wir haben dann immer auch da, was hat er eingegeben, was hat er bekommen und dann haben wir die Wunscherfüllung da unten noch
Und vor allem auch haben wir noch da Wichtungspunkte, also Dienste oder Ruhetage, die ihm besonders wichtig sind, die kann er so danach bezeichnen und die werden dann auch prioritär behandelt. Also wir kamen zufällig auf die Anzahl 5 Punkte, im Nachhinein muss ich sagen, ist Gold richtig. Er kann nicht jedes Wochenende einen Ruhetag eingeben, er muss Prioritäten setzen und wir haben auch gemerkt, dass samstags ein Punkt könnte nicht immer reichen, das wissen die Leute jetzt auch. Ja. Also weil samstags noch hohe Leistung von uns gefordert wird, aber die Leute eigentlich schon so im Wochenende sein möchten. Man kann sich aber auch gewisse individuelle Ruhetagsrhythmen wählen. Es ist ja auch nicht immer so, dass man dasselbe ist. Ich hatte ein Erlebnis mit einem Fahrer bei uns, der wollte immer am Wochenende frei. Und plötzlich habe ich gesehen, der hat plötzlich am Wochenende auch Dienste eingegeben. Und dann habe ich ihn auf dem Parkplatz unten gesehen und wollte ihn so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Also hast du eine neue Freundin? Und dann habe ich gesagt, warum weißt du das? War tatsächlich so, die Freundin ist Krankenschwester im Spital und die arbeitet auch am Wochenende. Und so kann sich das verändern. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wo sich das Bedürfnis nach Diensten und Ruhetagen verändern kann. Man kann sich den Urlaub verlängern, man kann viele Möglichkeiten damit anstellen und die Leute, muss ich sagen, die sind heute sehr zufrieden mit dem. Muss aber auch sagen, ich habe das auch ein bisschen gesteuert, in dem Sinne, dass alle Mitarbeiter, die neu bei uns anfangen, die gehen sofort in diese individuelle Diensteinteilung rein, die gehen nicht mehr, die lernen gar keinen Turnus mehr kennen. Und Ende nächstes Jahr, also auf 2012/13, gibt es bei uns gar keinen Turnus mehr. Also da haben wir einfach eine Anzahl von Diensten, die müssen abgearbeitet werden und auch mit entsprechenden Arbeitszeiten. Wir gehen von einer Jahresarbeitszeit aus. Wir sagen uns, er kann einen Monat mal mehr arbeiten, mal weniger arbeiten. Ich erlebe auch, dass die Leute auch sehr viel Verständnis haben. Die geben nicht, wenn bei uns die größte Messe ist, da noch zusätzliche Ruhetage ein. Das machen sie wirklich nicht. Also die denken auch mit. Und auch jetzt über die Weihnachtstage, da ist die Solidarität sehr, sehr groß, dass all unsere Muslime und all diese Leute, die Weihnachten nicht feiern oder ältere Arbeitnehmer, die keine Kinder mehr zu Hause haben am Weihnachtsbaum, die melden sich auf diese Weise frei. Wir hatten im letzten Jahr und in diesem Jahr über die Feiertage keine Probleme mit den Diensten.